Willkommen zu einem neuen Video, den Monatsvlog Februar, und ich spreche als erstes mal meine Haare an. Ich habe sie jetzt nämlich relativ radikal abschneiden lassen von Daisy. Also wir haben, glaube ich, so viel abgeschnitten, weil die mich einfach ultra genervt haben. Und mich nerven die immer noch, vor allem halt dieser Part hier, der mir so immer ein bisschen im Gesicht hängt. Aber ja, ich wollte jetzt irgendwie so ein paar Layers weniger haben, weil die waren irgendwie... Die haben mich einfach genervt und am liebsten hätte ich wieder alles nur in einer Länge. Aber ja, ich muss mal ein bisschen warten, bis das hier so ein bisschen länger geworden ist. Auch wenn ich so kurz davor war, zu sagen, okay, lass alles so kurz schneiden. Hatte ich ja schon mal vor, ja, irgendwie zu Corona-Zeiten hatte ich, glaube ich, so ganz kurz. Aber ja, ich glaube, ich bin nicht bereit für dieses Commitment. Und lasse sie dann erstmal so, vor allem jetzt im Winter, wenn man sowieso die ganze Zeit irgendwie warme Sachen anhat und so weiter. Jedenfalls, was will ich denn sagen? Ja, ich wollte euch mein Outfit zeigen für heute. Wir gehen jetzt gleich raus und meine Mama ist momentan da. Und heute trage ich einen dunkelgrauen Rollkragenpullover von House of Dagmar. Auch so ein Go-To von mir im Winter, weil der schön kuschelig ist. Und ja, ich glaube, den Rest zeige ich euch mit umgedrehter Kamera. Also, ja, ein geliebter alter Pullover von House of Dagmar, dann eine dunkle schwarze Jeans, also schwarze Jeans von Arket und noch keine Schuhe, ziehe ich jetzt an, die AD Boots, die mache ich übrigens immer nur bis zur Hälfte ungefähr zu. Hier mein Heattech, weil ich sonst schwierig finde, damit Treppen runter zu laufen. Und deswegen mache ich es nur bis zur Hälfte. Dann hat man irgendwie ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit in den Schuhen. Ja, mit Schuhen sieht das gleich besser aus. Und den Pulli lasse ich einfach so hängen. Und dann liegt hier auch schon der Rest. Licht ist bestimmt furchtbar von hier. Aber ich brauche jetzt 2 Hände. Hier habe ich so eine Puffer-Jacket von Arket, in so einem Off-White. Das ist meine Marshmallow-Jacke, so nenne ich sie. Weil man darin aussieht wie so ein Marshmallow. So, hier bindet man das einmal zu. So, dann noch meine braune Bottega-Tasche und dann ziehe ich noch so eine graue Strickmütze über mit nur einer Hand. So. Und dann noch Handschuhe nachher und wir sind ready, um uns dem kalten Berliner Winter zu stellen. Die sieht so ein bisschen aufgeplustert aus. Aber egal. Das ist eine Jacke, kann man jetzt finden, wie man möchte. Aber ich habe auf jeden Fall quasi ein Airbag dabei, falls ich mal hinfallen sollte oder so. Weil man auf jeden Fall so ein bisschen gepolstert ist. Ja, das ist mein Winteroutfit für heute. Ist das dann? Das Video. Wala yung kulay. Ewan mo kung masulog ka.
Sehr gut. Kaffee oder irgendwas? Okay. Ich habe also einen Holzbilderrahmen bestellt bei Etsy. Ich mag, dass der so breit ist. Hier sind so die Details. Aber ich werde was anderes reinmachen, was mir so ein bisschen mehr bedeutet. Das würde ich jetzt hier so über den Schreibtisch hängen. So hier ungefähr. Damit das nicht ganz so leer ist. Und vielleicht mache ich hier auch noch ein paar Bilder hin. 1 oder 2 maximal. Einen auf jeden Fall tendenziell mit einem Aluminiumrahmen, damit es so ein bisschen gemischt ist. Aber nichts Wildes, also keine Gallery Wall oder so, sondern nur vereinzelte. Und damit hätte ich jetzt mal den Anfang gemacht. Ihr müsstet jetzt gerade so ein paar Clips gesehen haben, aus der Bahn gefilmt oder so. Ich war nämlich einen Tag in Hamburg. Und habe es mir eigentlich auch vorgenommen, das dann komplett irgendwie zu filmen und so weiter und euch mitzunehmen, aber habe es dann halt komplett nicht gemacht. Bis auf diese zwei, drei Clips da in der Bahn. Und habe es dann auch nicht geschafft, irgendwie mein Outfit für den Tag zu filmen. Und deswegen dachte ich, ich zeige euch das Outfit, was ich anhatte, denn jetzt, auch wenn es quasi geschummelt ist. In Hamburg war es sehr, sehr sonnig, aber super kalt. Deswegen hatte ich auf jeden Fall dieses Uniqlo Longsleeve Ultra Warm Heattech an, also das, was so richtig flauschig und innen drin ist. Als Base Layer, dann, ich habe gerade geguckt, ob ich alle Knöpfe zu habe, dann diese schwarze Jeans von Arket, die ich momentan ohne Gürtel trage. Die ist schön lang und ja, hat eine schöne Waschung. Ja. Und darüber dann das eigentliche Oberteil. Hier so einen flauschigen Cardigan bei Marlene Birger. Und da finde ich, sind die Knöpfe total schwer aufzumachen. Deswegen ziehe ich das jetzt so drüber. So. Und dazu meine schwarzen Kate Boots. Und als Tasche die Kelly Bag. Irgendwie ganz schick dazu, aber auch lässig. Und ich muss sagen, MS-Taschen fallen in Hamburg, glaube ich, so ein bisschen weniger auf. Zumindest hatte ich so den Eindruck, als ich da war. Und ja, aber der Rest ist trotzdem, also ich bringe trotzdem Berlin nach Hamburg, einfach durch das Farbschema All Black. Als Jacke hatte ich dann noch meinen Agnes Studios Wollmantel. Hier rolle ich immer so ein bisschen die Ärmel. Und dann noch den Strickschal von Style Republic.
Tasche so über Kreuz. Handschuhe, die sind von Totem. Und das war so ein bisschen so ein kleiner Struggle, dass das so richtig hier reinpasst, ohne dass es zugestopft ist. Nee, ich hatte das so rum, glaube ich. So. Und so war ich dann reiseready für die relativ kurze Bahnfahrt nach Hamburg. Und ja, das ist mein Outfit gewesen. Dann habe ich euch das zumindest gezeigt, auch wenn ich euch nicht viel von meinem kleinen Ausflug in Hamburg gezeigt habe. Ich habe ein paar Vintage-Einkäufe gemacht, also 2 neue Teile. Und das war jetzt nicht so geplant, dass die 2 Teile, die relativ ähnlich sind, wie ihr merken werdet, so schnell aufeinander kommen. Aber ja, ist einfach so passiert. Bei Vintage kann man das nicht so gut vorhersehen. Jedenfalls, ich war auf der Suche nach einem zweiten ähnlichen Blazer wie diesen Vintage Blazer von Yves Saint Laurent, den ich ja super, super gerne trage. Den liebe ich einfach so, einfach geschlossen getragen oder offen. Und ja, ist einfach so das gute Teil, vor allem für irgendwie abends weggehen oder so, wenn ich gar keine Ahnung habe, was ich anziehen soll und mich irgendwie bequem fühlen möchte, aber dennoch irgendwie was nicht Langweiliges anhaben möchte. Auch wenn natürlich das im Augen des Betrachters liegt, ob das langweilig ist oder nicht. Aber ja, diesen Blazer finde ich super toll und ich wollte was in diese Richtung geht, also ein kurzer Blazer, aber der hier so ein bisschen anders ist, also einen anderen Kragen hat. Und meine Schwester hat so einen guten Vintage-Fund mal gemacht auf Vestiaire mit einem Miu Miu Blazer, der einfach die perfekte Form und den perfekten Schnitt hat. Und ich habe jetzt einen nicht ganz so guten Blazer gefunden, aber kommt schon ziemlich nah. Und zwar ist er auch von Miu Miu. Und zwar ist es dieser hier. Und der ist auch so wie bei ihr, hat er halt diesen kleineren Reverskragen und so Knopfreihe. Der einzige Unterschied ist, dass meiner hier an der Taille diese Naht hat und auch hinten. Das war so ein bisschen risky, aber ich habe es schon anprobiert. Es ist gar nicht so sehr schößchenmäßig, wie ich befürchtet hatte, sondern es ist gar nicht mal so auffällig. So, vielleicht ohne Gürtel drunter wäre es ein bisschen besser, aber egal. Aber ja, so sieht er angezogen aus. Und das hier ist sogar gar nicht mal so schlecht, weil es bringt so ein bisschen Form in die Sache. Aber ja, ich liebe diesen kleinen süßen Kragen. Vielleicht auch ohne T-Shirt. Ist auch schön. Oder man könnte so einen kleinen Gürtel genau auf dieser Naht tragen. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie gedacht gewesen. Ich habe jetzt einfach so einen Gürtel von Hermès, casually. Aber ja, der ist perfekt für solche Sachen. Hat auch was, also kann man auch so tragen und da so ein bisschen was reinbringen. Ich stelle mir auch irgendwie einen langen Rock dazu cool vor. Entweder einen flatterigen Seidenrock oder so einen Anzugsrock. Ja, stelle ich mir jedenfalls sehr wandelbar vor. Und meiner Ansicht nach ist es eigentlich ganz gut, wenn man ein Teil auch in mehrfacher Ausführung hat, mit so kleinen Feinheiten, die sich da unterscheiden. Wie jetzt halt ein kurzer schwarzer Blazer mit Knopfreihe. Wenn man weiß, dass man dieses eine bestimmte Teil super gerne trägt und immer zu diesem greift, statt dass man einen vollen Kleiderschrank hat mit ganz vielen verschiedenen Sachen und trotzdem immer zum gleichen Teil greift, dann
greift man lieber zum gleichen Teil und es ist so ein bisschen anders. Macht das Sinn? So ist jeweils mein Gedankengang dahinter. Und außerdem, was ist, wenn das hier irgendwie kaputt geht oder ich es verliere? Und ich hatte mal einen Fall, wo ich diesen Blazer quasi verloren habe. Also er lag auf der Straße und ich habe ihn wie durch ein Wunder wiedergefunden. Die Leute, die meine Vlogs gucken oder alle Vlogs gucken, die können sich bestimmt an die kleine Story erinnern. Aber ja, kann passieren und deswegen ein zweites Teil kann nicht schaden. Und they are so different. Also es ist nicht genau gleich. Naja, wie auch immer. Das ist der erste Vintage-Fund diesen Monat gewesen. Also ja, auch ein Miu Miu Blazer. Die haben halt einfach diese bestimmte Kragenform. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Teil, wonach man Ausschau halten kann auf Vestiaire Collective oder ähnliche Seiten. Und wie es der Zufall wollte, habe ich diesen Monat einen zweiten Vintage Miu Miu Blazer gekauft. Diesmal aber von No Girl, ein Vintage Store in Amsterdam, die aber auch online verkaufen. Diesen braunen Wildleder-Blazer, der das gleiche Schema, ja, also der den gleichen Schnitt hat ungefähr wie der andere Blazer, nur ein bisschen anders, aber in braunem Wildleder. Fand ich halt auch sehr cool. Weiß jetzt nicht, ob das die ideale Kombination ist. Naja, einerseits auch cool, so ein bisschen. Ja, es gibt so ein bisschen Cowgirl-Vibes. So sieht es dann geschlossen aus. Auch cute. Die Ärmel sind relativ kurz, also gut, dass ich klein bin, sonst wären die noch kürzer, aber ich finde, das geht eigentlich. Und ja, also einfach so ein bisschen, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen mit einem anderen Material in einem Blazer, ohne dass es dieser große, breite Wildleder-Blazer ist, den ich sonst habe. Und ja, also so geschlossen, das ist ganz cool. Vielleicht auch mal ohne einem weißen T-Shirt, sondern irgendwie ein bisschen anders kombiniert, ein bisschen schicker, könnte das auch cool sein. Oder halt offen, so im Frühling oder so als Lage, finde ich ganz cool, so als Alternative zu einer richtigen schwarzen, glänzenden Lederjacke. Ja, wie auch immer. Also ja, Vintage Miu Miu Blazer sind auf jeden Fall eine gute Sache, also vor allem, wenn ihr halt sucht nach solcher Art von Blazern. Und ich kaufe bei Vintage schon gerne Markensachen, einfach um zumindest noch dieses Hintertürchen zu haben, falls man doch die Sachen wieder verkaufen möchte und die einfach dann noch trotzdem einen gewissen Wert haben. Und ja, also das war's von dieser kleinen Shopping-Ausbeute. Ich treffe mich heute mit einer Freundin und danach aber noch mit Daisy, weil wir dann zusammen so ein paar Erledigungen zusammen machen wollen. Und ja, mein Outfit startet heute mit so einem gelblicheren, ja, Off-White Longsleeve von Skims. Schön warm auf jeden Fall. Und die Jeans von Anine Bing, die ich immer trage. Und dann werde ich noch ein Flanellhemd drüber anziehen. Einfach um nochmal eine extra Schicht zu haben. So. Ich glaube, ich lasse es so ein bisschen aufgeknöpft, weil es dann irgendwie besser fällt. Hinten noch so ein bisschen raus. Ja, irgendwie so. Und damit es so ein bisschen besser aussieht, noch einen braunen Gürtel dazu. So. Finde ich irgendwie ganz cool, weil es ist ein super easy Outfit, aber es ist jetzt nicht so super
super schlicht und super langweilig, hoffentlich. Dann meine braunen Boots. Die trage ich auch ständig momentan, weil sie einfach bequem sind und passen einfach immer. So. Als Tasche nehme ich heute die Shoulder Margot von The Row, weil da einfach viel reinpasst, da hat man einfach ein bisschen mehr Platz. Und als Jacke heute mal ein bisschen flauschiger, hier mit diesem flauschigen Mantel von H&M. So. Das einzig Nervige ist, dass man sehr schnell so elektrisiert ist. Also vor allem, wenn ich meine Haare anfasse, höre ich schon, so wie es schon knistert. Deswegen darf ich eigentlich gar nicht meine Haare anfassen. Also ich werde versuchen, draußen nochmal so ein richtiges Video zu machen, wo ihr das Outfit dann von Kopf bis Fuß seht. Aber hier ist es schon mal so. Ich wollte euch noch schnell zeigen, was ich bei Apple gekauft habe, bevor es super dunkel wird. Und zwar zwei Sachen, die ich gebraucht habe. Und zwar einmal ein neues Phone Case, weil mein jetziges so aussieht. Einfach so richtig am Abgammeln. Und da brauchte ich dann ein neues. Und ich mag halt die Apple Phone Cases am liebsten. So, schön frisch und neu. Weil die sich einfach am besten anfühlen und MagSafe haben und da lassen sich die Knöpfe einfach noch am besten drücken. Naja, und die andere Sache sind neue Kopfhörer. Und zwar die AirPods 4. Ja, AirPods 4 mit Noise Cancelling. Fancy. Ich hatte nämlich vorher die ganz normalen AirPods. Ich glaube, das waren das erste AirPod-Modell. Ich habe sie zwar nicht beim Launch direkt gehabt, aber ich glaube, das war die erste Version. Ich würde sie ja gerne zeigen, aber ich finde sie gerade nicht. Und selbst wenn ich sie finden würde, also sie sind kaputt. Sie funktionieren noch für 5 Minuten. Nach 5 Minuten gibt dann ein Kopfhörer den Geist auf und man kann nichts mehr hören. Und obwohl sie voll aufgeladen sind. Und da dachte ich, okay, ich muss jetzt in neue investieren. Und dachte, ich upgrade gleich in die mit Noise Cancelling. Ohne Noise Cancelling geht einfach gar nicht mehr. Und ihr habt da auch gesehen bei dem Hamburg-Trip die AirPod Max? Nee, die Air Max. Wie heißen die? Die großen Kopfhörer von Apple sind schon ziemlich groß und haben zwar in die Tasche gepasst, aber barely. Und deswegen brauchte ich unbedingt Kopfhörer, die kompakt sind. Ich mag die auch viel lieber als die In-Ear-Kopfhörer, weil In-Ear funktioniert bei mir gar nicht. Egal welche Silikongröße, keine Ahnung, was man benutzt, die gehen bei mir einfach nicht rein oder ploppen direkt wieder raus. Deswegen. Und diese Form ist perfekt für meine Ohren. Die halten ziemlich gut. Ich könnte sogar joggen gehen damit. Ja, das waren meine 2 Apple-Produkte.
Ich habe wieder ein Unboxing und zwar diesmal von Net-a-Porter. Ich habe ein paar Jeans bestellt und zwar 4 Stück. Davon sind 2 aber die gleiche Jeans in 2 Größen und dann eine helle und eine dunkle. Und ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen, weil ihr wisst aus dem letzten Video, wie viele Jeans ich eigentlich habe. Aber gut, wir werden diese jetzt trotzdem mal anprobieren. Fangen wir mal an mit dieser hellen Jeans von A-Goldie. Und zwar hat sich die Daisy bestellt und an ihr war die richtig cool, dass ich dachte, irgendwie hätte ich auch gern so eine. Also es ist eine hellere Jeans als, habe sie jetzt gerade nicht da, als die Anine Bing Jeans, die ich sonst sehr, sehr oft trage, die so straight-legged ist. Und die hier ist auch straight-legged. Fühlt sich schon mal ganz gut an. Ja, also es hat da immer diesen Luftraum. So, ich muss das Setup ein bisschen anders machen, damit man überhaupt was sehen kann. Also ich habe jetzt die A-Goldie Jeans an, A-Goldie Jeans und ziehe jetzt noch Ballerinas dazu an. Also die Länge, nicht zu eng, es spannt nicht, schön gerade. Von der Seite. Ich mag die Waschung. Was ich nicht mag, ist das hier. Ja, also es ist immer so ein bisschen so ein Problem, was ich habe bei Jeans. Aber bei dem Preis muss ich schon so ein bisschen mehr überzeugen. Also gucken wir uns die anderen Jeans mal an. Da habe ich eine Jeans von Anine Bing in 24 und 25. Und ich gucke mal, wie die 24 passt. Weil es eine sehr weite Jeans ist. Okay, also 24 passt zumindest schon mal. Ich war mir nicht so sicher. Hier ist es zum Beispiel nicht so doll. So, mal gucken, wie die Beine aussehen. Die Länge halt. Also hinten umgefaltet würde das gehen. Und vorne poolt sich das sozusagen vorne. Mann, also wenn ich 5 cm größer wäre, wäre das sowas von perfekt, weil ich liebe einfach die Form, also dass es hier so ein bisschen nicht ganz so high-waisted ist und dann einfach so schön breit aber gerade runterläuft. Aber das Problem ist, dass man halt Jeans nicht so gut kürzen kann. Also wenn man halt diesen Used-Look halt unten haben will, ohne dass es halt auffällig ist, dass man es gekürzt hat. Ich gucke mal mit Absatzschuhen. Auch wenn es natürlich nicht ideal ist, eine Hose zu haben, die nur mit Absatzschuhen funktioniert. Die Kate-Schuhe wären zu niedrig. Es wäre in der Theorie eine coole Jeans, wenn ich etwas größer wäre. Boah, dann wäre es richtig cool. So ist es erstmal so ein bisschen enttäuschend. Aber es liegt nicht an der Jeans, sondern an meiner Körpergröße. Das ist halt das Frustrierende.
frustrierende, wenn man nur 1,58 ist. Dann hätten wir eine Hose von Kate in einem Schwarz ohne Waschung. Und ich glaube, die war halt mega cropped an dem Model. Die riecht so, als würde sie an hellen Klamotten verfärben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Was ein bisschen krass ist dafür, dass es eine Kate Jeans ist. Und die würde ich halt so oder so hüftig tragen, sagen wir mal jetzt. Sagen wir mal, sie würde hier jetzt passen, ja? So von der Idee her so eine lässige, hüftige Jeans, die so ein bisschen, ne, so ein bisschen lässiger sitzt. Aber ich bin auf Zehenspitzen. Weil eigentlich ist das meine Größe. Und nee. Macht einfach keinen Sinn. Und ehrlich gesagt riecht die echt komisch. Also Fazit. Goldie Jeans, super schöne Waschung, aber am Bund beeindruckt sie nicht. Und ich glaube, nee, da muss ich sie nicht haben. Kate Jeans, klares Nein, macht einfach in vielerlei Hinsicht keinen Sinn. Und Anine Bing Jeans überlege ich noch. Weil die hat mir eigentlich echt gut gefallen. Bis auf die Beinlänge ist halt ein bisschen problematisch bei mir. Aber die Form ist so cool. Also finde ich, mag ich total. Habe ich auch so noch nicht. Und auch die Farbe und Waschung habe ich so noch nicht. Also ich liebe, dass es halt keine richtige Waschung hat. Es hat jetzt nicht diese bleachigen Sachen. Mal im Vergleich. Halt nicht diese hier. Aber es ist halt schön dunkel. Dunkler als die andere Anine Bing Jeans, die ich immer trage. Und ja, da gucke ich mal wegen der Länge, ob sie mir dann gefällt, wenn ich sie komplett rundherum umschlage. Oder ob man sie kürzen kann. Aber ich will halt nicht, dass sie dann so aussieht und dann die Naht dran und dann ist das Endstück so. Sondern ich will ja dieses Endstück. Und man könnte es zwar irgendwie hochsetzen, aber es würde halt immer irgendwie, irgendeine Naht würde da entstehen, wo es so auffällig ist, dass es kürz ist und weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, muss ich mal rumprobieren und mal gucken. Aber hier, ja, probiere ich noch. So, also die Jeans-Bestellung ist ein bisschen ernüchternd, aber das ist, glaube ich, generell so, wenn man Jeans bestellt. Ist immer ein bisschen schwieriger. Ich habe aber noch was anderes bestellt bei Net-a-Porter. Und zwar Teller von Louise Rowe mit Sophia Rowe. Eine kleine Bowl und zwar 4-mal. Bei Net-a-Porter kommen die Teller nämlich immer in einem 4er-Pack. Und das sind jetzt die kleinen Bowls aus der Collection. Ich habe aber auch größere, also die größeren Bowls bestellt, die sich gut eignen für so Pasta-Dishes oder Gerichte, wo man viel Soße hat, wo man einfach tiefe Schüsseln braucht, aber in größerer Form, weil wir haben sonst nur relativ kleine Schüsseln, also so ungefähr dieses Maß, aber nicht so wirklich was für so Abendessen. Und ja, da haben wir nur Dinner Plates, die ein bisschen tiefer sind, aber wirklich sehr gering tief. Und ja, da habe ich jetzt die hier und die größere Variation davon. Und weil die super teuer sind, habe ich jetzt erstmal nur 4 davon und 4 von den großen. Und dann irgendwann mal kommen dann noch die anderen Teller dazu. Also 2 von den flachen Tellern. Ich glaube einmal die Dessert Plates und einmal die Lunch Plates. Weil die Dinner Plates sind ultra riesig und das ist jetzt nicht so unser Style. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie 30 cm Teller. Und dann vielleicht erweitere ich das auf 8 Teller jeweils, weil wir eigentlich immer ein 8er-Set haben. Aber erstmal reichen 4. Und ja, das ist aber eine schöne Bowl. Gefällt mir sehr gut. Ich gehe mit Daisy gleich zu so einem Yoga-Event. Und da habe ich jetzt mein Yoga-Outfit schon drunter. Ein
Top von Philippe K. und Leggings ist auch von Philippe K. Dann ein Pullover von Museum and Peace and Quiet drüber und Onitsuka Tiger Sneakers. Als Tasche habe ich dann so den großen Kate Shopper, weil ich muss so ein paar Sachen von Daisy mitbringen. Und als Jacke den Trenchcoat von The Row. Das wäre so mein Outfit, weil das Wetter sieht gut aus. Ich werde aber, glaube ich, nur um sicher zu gehen, noch ein Tuch oder Schal einpacken. Ja. Hallo, hallo, hallo. Wenn der Drang zu groß ist, schwer einfach. Ja, aber wenn ich den denke. Mal hier. Richtig doll einen anderen Hund angemeckert und gesagt, nein, jetzt hier ist meins. Lass mich in Ruhe. Richtig, so richtig aggro. Ja, seid ihr ganz brav. Eine Brille ausprobieren. Ja. Wir haben nicht so einen kleinen, richtig kleinen sportlichen. So ein paar. Da sind wir wieder zu Hause. Ja, das war der Monat Februar. Der nächste Monat wird auf jeden Fall ein bisschen aufregender. Da habe ich ein bisschen was vor und da unternehme ich ein bisschen mehr als in diesem Monat. Und ja, das war der Monat Februar. Der ist ja auch relativ kurz gewesen. Ich werde gleich meine Jacke richtig ausziehen und die Wäsche da abhängen, die da die ganze Zeit hängt. Und ja, mich an den Vlog machen. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!